Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es mal nicht das schnelle Sonntagsrezept, denn ich habe mich mit 5 tollen Kanälen zusammengetan und wir machen für euch eine Blumenkohlwoche. In dieser Blumenkohlwoche möchten wir euch zeigen, wie lecker und vielseitig Blumenkohl denn so sein kann. Es gibt mit meinem insgesamt 6 leckere Rezepte. Bei mir gibt es heute eine leckere Blumenkohl-Lasagne. Aber bevor wir mit dem Rezept starten, stelle ich euch noch kurz die anderen teilnehmenden Kanäle vor. Die Blumenkohlwoche, die läuft schon seit dem 13.01. und endet am 18.01. Und hier seht ihr die teilnehmenden Kanäle. Das erste Rezept war von der lieben Erika. Ihr Kanal heißt Selbstgemacht. Und sie hat eine leckere mediterrane Low-Carb-Pfanne gemacht. Das zweite Rezept war von der lieben Sigrid. Ihr Kanal heißt Sigrid Hungnewinkel und sie hat Blumenkohlpuffer für uns gemacht. Das dritte Rezept war von dem lieben Harald. Sein Kanalname ist der Schwäbische Koch und bei ihm gab es eine leckere Blumenkohlsuppe. Morgen gibt es bei der lieben Gabi von Gabis Kochbuch Euromeal ein Kaffeeolsalat oder Blumenkohlsalat genannt. Und zu guter Letzt macht das liebe Trudchen von Kocht Echt einen leckeren Blumenkohlpie für uns. Schaut euch die Rezepte dieser Kanäle unbedingt mal an. So, nun habt ihr alle teilnehmenden Kanäle kennengelernt und jetzt möchte ich euch auch nicht noch ewig auf die Folter spannen. Nur noch einen Hinweis: Alle Kanäle mit ihren Rezepten findet ihr auch verlinkt in meiner Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, auf geht's! Für die heutige Blumenkohl-Lasagne benötigen wir Petersilie, 5 Esslöffel Mehl, 100 Gramm Butter, eine Zwiebel, 300 Milliliter Gemüsebrühe, Milch, Lasagneplatten und natürlich Blumenkohl. Ich habe hier 1 Kilogramm TK-Blumenkohl genommen. Und zu guter Letzt braucht ihr für die Lasagne natürlich noch Käse. Hier nehmt ihr einfach den Lieblingskäse eurer Wahl. Ihr könnt auch verschiedene Käsesorten zusammenmischen. Alle Zutaten inklusive Mengenangaben und das Rezept verlinke ich euch wie gewohnt auch in der Videobeschreibung. Als erstes bereiten wir den Blumenkohl zu. Ich habe hier tiefgefrorenen Blumenkohl verwendet und ihn auftauen lassen. So kann ich ihn jetzt viel besser schneiden, denn wir wollen ihn in feine kleine Röschen schneiden. Falls ihr frischen Blumenkohl verwenden solltet, ist es ganz wichtig, dass ihr den mindestens 10 Minuten vorkochen lasst, bevor ihr ihn dann in der Lasagne verwenden könnt. Den aufgetauten tiefgefrorenen Blumenkohl hingegen braucht ihr nicht vorzukochen. Nun schneiden wir unsere Zwiebel. Die benötigen wir später für unsere Bechamelsoße. Zwiebel, die schneiden wir in ganz feine Würfelchen. Das geht am besten, indem ihr sie nebeneinander häufig längs einschneidet und dann zweimal quer. So könnt ihr, wie ihr hier seht, ganz einfach dann feine Würfelchen herunterschneiden. Als nächstes kümmern wir uns um den Käse. Den Gouda, den habe ich hier schon fein gerieben und jetzt reibe ich noch eine zweite Sorte dazu. Und zwar so eine Art Parmesankäse. Ich persönlich finde es bei Lasagnen oder Aufläufen super, wenn man verschiedene Käsesorten miteinander mischt. Denn dann ist der Käsegeschmack individueller. Und hier vereint sich jetzt der leichte Geschmack des Goudas mit dem kräftigen Geschmack des Parmesankäses. Wenn ihr so wie ich jetzt verschiedene Käsensorten nutzt, dann mischt sie einmal mit den Händen gut durch. Jetzt machen wir erst einmal die Bechamelsoße für unsere Lasagne. Dafür lassen wir 100 Gramm Butter in einem großen tiefen Topf schmelzen. Euren Herd solltet ihr dabei ungefähr auf mittlere Stufe stellen.
Wenn die Butter geschmolzen ist, geben wir unser Mehl dazu. Dabei ist es wirklich wichtig, die ganze Zeit zu rühren, damit sich später in der Soße keine Klümpchen bilden. Ich habe jetzt erst einmal 4 Esslöffel Mehl dazugegeben, aber wie ihr hier sehen könnt, ist die Konsistenz noch sehr flüssig. Deshalb entscheide ich mich, noch 1 Esslöffel Mehl dazuzugeben. Wie ihr sehen könnt, hat sich jetzt so eine breiartige Konsistenz entwickelt und genau so sollte es auch aussehen. Denn für die Lasagne sollte die Soße später nicht zu flüssig sein. Damit sich die beiden Komponenten richtig gut miteinander verbinden können, wird das Ganze jetzt erstmal für 3 Minuten bei mittlerer Hitze gerührt. Dann geben wir die kalte Milch dazu. Und zwar erstmal so viel, bis die Soße sich ganz leicht rühren lässt. Danach geben wir dann direkt unsere 300 Milliliter Gemüsebrühe zur Soße dazu. Auch hier wieder die ganze Zeit rühren. Das ist sowieso das A und O bei der Bechamel. Sie sollte viel gerührt werden, damit sich unten gar nicht erst Klümpchen bilden können. Und jetzt habe ich doch glatt einen Schritt vergessen. Eigentlich hätte man die Zwiebelwürfelchen in der Butter schön glasig dünsten sollen. Aber bei dieser Bechamel ist das jetzt gar kein Problem. Da ich die Zwiebeln vergessen habe, gebe ich sie einfach jetzt mit dazu. Ich persönlich habe da jetzt geschmacklich keinen Unterschied festgestellt. Wenn die Soße jetzt aufkocht, dann wird sie immer dicker, so wie hier. Dann wird es Zeit, wieder von der Milch dazu zu geben, bis man wieder leicht rühren kann. Die Soße sollte ja hinterher auch nicht extrem dickflüssig sein, sondern eine schöne Konsistenz haben. Und das ist jetzt einfach auch Gefühlssache. Man gibt immer wieder Flüssigkeit dazu, bis man irgendwann für sich die perfekte Konsistenz gefunden hat. Jetzt wird es Zeit, die Bechamel zu würzen. Ich würze hier mit Salz, Muskatnuss und Pfeffer. Dann werden die Gewürze erst einmal gut in die Soße eingerührt. Und jetzt wird es auch Zeit, erst einmal abzuschmecken. Meine Soße schmeckt jetzt eigentlich genau richtig. Allerdings ist ja der Blumenkohl nicht gesalzen. Deshalb ist es wichtig, die Bechamelsoße quasi zu übersalzen. Denn ihr habt hinterher ja nur das Salz in der Soße. Die Lasagneplatten und der Blumenkohl sind ja nicht gesalzen. Deshalb macht ruhig kräftig Salz dran. Wenn die Bechamelsoße für euch genau die richtige Konsistenz habt, dann gebt ihr euren klein geschnittenen Blumenkohl dazu. Den rühren wir jetzt einmal richtig schön in unsere Bechamel ein und lassen ihn so für 4 bis 5 Minuten in der Bechamelsoße ziehen. In der Zwischenzeit habe ich die Petersilie schon mal klein geschnitten und gebe sie jetzt zu unserem Blumenkohl noch dazu. Auch die Petersilie wird jetzt noch mal richtig gut in den Blumenkohl eingerührt. Petersilie habe ich jetzt ganz bewusst erst zum Schluss mit reingetan, da das Rezept ja noch im Ofen längere Zeit garen muss. Und da wir jetzt alles soweit vorbereitet haben und die Soße gut aussieht, fangen wir jetzt mit dem Schichten der Lasagne an. Unten in die Auflaufform müsst ihr immer eine Schicht der Soße geben, damit euch die Lasagneplatten da nicht anbrennen. Die Schicht sollte auch nicht zu dünn sein, sondern den gesamten Boden wenigstens einmal abdecken. Auf die Soßen-Blumenkohlschicht kommt jetzt die Lasagneplatten. Da meine Auflaufform hier ziemlich groß ist, lege ich insgesamt 6 Lasagneplatten rein. Man sollte ein bisschen darauf achten, dass die Lasagneplatten nicht zu sehr übereinander liegen. Über die Lasagneplatten gebt ihr dann wieder von eurer Blumenkohl-Bechamelsoße. Die Soße sollte die gesamte Fläche der Lasagneplatten abdecken. Darauf mache ich jetzt noch mal eine zweite Schicht Lasagneplatten. Hier schichte ich jetzt die Lasagneplatten anders herum. Wenn das nicht so passt wie hier bei mir, dann kann man die Lasagneplatten im trockenen Zustand sehr gut brechen
und dann passend in die Auflaufform legen. Über die zweite Schicht gebe ich dann den Rest meiner Blumenkohl-Bechamelsoße. Wenn ihr jetzt eine etwas kleinere Auflaufform habt, dann könnt ihr auch noch eine dritte oder vierte Schicht machen. Die Menge, die reicht insgesamt für 6 Portionen Lasagne. Und auf der Lasagne verteilen wir jetzt als Abschluss unseren geriebenen Käse. Und auch hier solltet ihr darauf achten, dass der Käse die gesamte Lasagne bedeckt. Sonst könnte es euch leicht passieren, dass der Blumenkohl, der in der Bechamelsoße ist, euch anbrennt. Die Lasagne, die kommt jetzt bei 180 Grad Umluft für mindestens 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und wie ihr nach 45 Minuten sehen könnt, ist der Käse richtig schön goldgelb geworden. Und die Lasagne hat eine richtig tolle Farbe bekommen. Und ihr glaubt gar nicht, wie toll das duftet. Richtig lecker nach Blumenkohl. Falls ihr selbst auch einmal Interesse an so einer Spezialwoche mit verschiedenen Kanälen habt und euch mit mir zusammenschließen wollt, dann schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail. Da lässt sich bestimmt ein Thema finden. Ich persönlich finde solche Spezialwochen sehr schön und sie fördern die Kreativität beim Kochen. Und jetzt holen wir auch noch ein Stück der Blumenkohl-Lasagne aus der Auflaufform. Das gestaltet sich hier etwas schwierig, da ich niemanden habe, der für mich filmt. Ich mache das jetzt gerade mit einer Hand. Auch wenn das jetzt nicht so schick aussieht, möchte ich euch wenigstens zeigen, wie die Blumenkohl-Lasagne aussieht. Geschafft! Und hier ist es, das leckere Ergebnis. Es sind zwar nur 2 Schichten, aber es ist völlig ausreichend. Und die Blumenkohl-Lasagne, die schmeckt wirklich richtig fantastisch. Ihr solltet die unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, mein Rezept zur Blumenkohlwoche hat euch gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!